Hallihallo, der Jan hier von Musiker und willkommen zu Teil 3 unserer 20 Jahre Sennheiser-Evolution-Mikrofon-Serie. Ja, auch heute verlosen wir wieder ein schickes Mikrofon aus der Sennheiser-Evolution-Serie. Vorher gibt es aber noch ein paar kleine und wie ich finde interessante Informationen und ein Video, das wir auch in London auf der Party aufgenommen haben. Eine Frage, die aufkam im Rahmen der Sennheiser-Evolution-Mikrofon-Geschichte von uns war, was bedeuten eigentlich die ganzen Zahlen? Also warum heißt das eine Mikro 835, 935 und so weiter? Da wollten wir jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, natürlich nur ganz grob, aber so, dass man mal ein bisschen Überblick kriegt. Also, ich rede mal schneller. Los ging es ja mit der 600er und der 800er Serie, da ist es noch relativ einfach. Die 600er Serie sind Instrumentalmikrofone, also für Bassdrum, Gitarrenamp, Bläser und so weiter. Die 800er Mikrofone sind für Gesang. Und da gibt es jetzt aktuell 835, 845 und 865. Und das bedeutet 35 hinter der 8 bedeutet, es ist eine Nierencharakteristik. 45 bedeutet, es ist eine Supernierencharakteristik, also was die Richtcharakteristik betrifft und was halt das Mikro so ausfiltert. Und die 65 bedeutet immer, dass es ein Kondensatormikrofon ist. Jetzt gibt es da aber auch einen kleinen Sonderfall. Da kommen wir nämlich zur 900er Serie. Die ist ein bisschen verwirrender, weil in der 900er Serie sind ja quasi nicht die, ich sage mal, Best Value for Money Mikrofone, wo man einfach versucht hat, bei Sennheiser möglichst viel aus möglichst wenig Budget rauszuholen, sondern das sind quasi die Top-Mikrofone der Serie. Da sind die niedrigen Nummern, also 902, 906 und so weiter, sind die Instrumentalmikrofone. Und bei den Gesangsmikrofonen ist es wieder so, es gibt 35, 45 und 65, ist also wieder Nierencharakteristik, Supernierencharakteristik und Kondensator. Aber bei dem 965 gibt es einen kleinen Sonderfall. Er hat nämlich nicht eine kleine Kapsel wie das 865, sondern quasi wie im Studio eine Großkondensatorkapsel und noch dazu quasi schaltbare Richtcharakteristiken, wo man einfach den Korb abdrehen kann und die dann schalten, je nachdem, was für die Situation besser passt. Deswegen ist das Mikrofon auch preislich ein ganzes Stück über den anderen Gesangsmikrofonen angesiedelt. Ja, lohnt sich aber auch, wie viele Leute sagen. Also wenn man mal was richtig Feines für den Gesang möchte auf der Bühne, dann ist das genau das Richtige. Ja, das war mal so ein kurzer Überblick über, warum heißen die eigentlich 906, 609, 835 und so weiter. Und bevor wir gleich zu einem Mikro aus dieser ganzen Reihe von Mikrofonen kommen, das wir heute verlosen, gibt es noch ein kleines Video mit Andrew Lillywhite. Das ist der Mann bei Sennheiser, der sich so darum kümmert, dass die Artists und deren Techniker, wenn die mal ein technisches Problem haben, dann taucht er auf oder kommt er dazu und berät und versucht gemeinsam mit denen eventuelle Probleme zu lösen. Viel Spaß dabei. Yeah, hi, Jan here from nStuff. We're here with Andy Lillywhite from Sennheiser, who's doing the technical support for all the artists and their techs. So, yeah, can you tell us a little bit what was your first contact with the Sennheiser Evolution stuff? Okay, so my first contact with Sennheiser Evolution was when I joined the company, really, in 2002. I'd worked with Sennheiser Wireless for more than 10 years before that, but not the Evolution series until I joined the company. So that was a surprise at the time. Yeah. That was January 2002. Yeah. And can you tell us a little bit what's your job at Sennheiser? What you're doing to support the artists? Okay, so these days I'm part of what we call the applications engineering team. And that's a global team. I'm part of the European section of that team. So there's 9 engineers spread around Europe on the team, and we move around to support the artists that use our equipment to make sure that they get the best out of it. And so sometimes that means I go to other countries. And also my colleagues around Europe may come to the UK if their skills are more appropriate to the task. So yeah, it's a fun job. And would you say the feedback from the artists and the technicians is important to improve the systems? Most definitely, yes, absolutely. Yeah, we rely on our end users. If they
don't like the equipment, they won't use it. So, and we need to know. You know, it's that the old line. You know, if you're happy, tell your friends. If you're unhappy, tell us. What would you say was the most difficult technical situation you had to solve? The most difficult. There's been one or two. I really have to think about that. Yeah. Or what are the typical problems? Is it like concrete walls or? It's surprising how often walls come up as the. I suppose walls are the challenge that most people don't know how to deal with, because it's not usual. So on a number of occasions, Joe mentioned getting us round walls in our item earlier, didn't he? And that's come up a few times, getting an artist who is going to start performing in the car park on a TV show and then come into the arena. They're not things that engineers that tour on shows are used to dealing with. So that's an area where we can bring a solution that they would not normally think of. So that's certainly the sort of problem we love, because we like one we can fix. But I think probably the most common is just the very large channel counts when you've got events with vast numbers of channels. So the award shows and things like Eurovision Song Contest. I've never personally worked on the Eurovision Song Contest, my colleagues do. You know, huge channel counts, and it has to work. The world is watching the Olympic events. The Olympic closing ceremony was certainly quite challenging, although, you know, the Olympic team handled most of that themselves. I'm sure they were I know they were glad for our sport at the time. And what would you say is your favorite Evolution microphone? Do you have one, and why do you like it? I do. I mean, it's changed. It depends on the application. But if I had to pick just one, I would pick the 965, the E965. It's a switchable large diaphragm condenser microphone, and I just think the sound from it is amazing as a vocal microphone. Obviously not for every application, maybe, but I really love the 965. Thank you very much for your time, and enjoy the party and the next 20 years of Sennheiser Evolution microphones. Thank you very much. Bye. Ja, willkommen zurück. Und jetzt kommen wir noch zu dem kleinen Part, wir verlosen ein Mikrofon. Heute ist sozusagen ein Klassiker aus der Serie in unserem Sennheiser Beutel. Und zwar das Sennheiser Evolution E835. Sozusagen der Einstieg in die gesamte Produktfamilie und wunderschön verpackt übrigens seit kurzem und in die Welt der Gesangsmikrofone bei Sennheiser aus der Evolution-Serie. Das Ding hier ist einfach quasi, ich sage mal, der Inbegriff dieser Philosophie, mit der die Sennheiser Evolution-Serie eigentlich vor 20 Jahren gestartet ist. Einfach das bestmögliche Material für einen echt bezahlbaren Preis zu bekommen. Dieses Mikrofon bekommt man im Laden für unter 100 € und hat ein echt professionelles Mikrofon, das sich auch anfühlt, als könnte man damit wirklich, sage ich mal, das Eis aus dem Gefrierfach klopfen, wenn es mal nötig wäre. Nicht, dass ich dafür dieses Mikro nehmen würde, aber ich denke, danach wäre das Eis weg und das Mikro immer noch da. Ja, und wenn du dieses schicke und auch sehr gut klingende Mikrofon gewinnen willst, dann poste einfach den Kommentar, wie im Betreff beschrieben, unter dieses Video. Zeit ist wieder bis Sonntag, den 2. Dezember um 23:59 Uhr. Ja, dann wünschen wir dir schon mal viel Glück. Und nicht vergessen, es gibt ja insgesamt 5 Videos aus unserer Sennheiser Evolution quasi Gewinnspielserie. Das ist jetzt Nummer 3, aber du kannst bei allen Videos, die schon online sind und die noch kommen werden, kannst du bis Sonntag mitmachen. Also nicht verpassen. Wir drücken die Daumen, dass es mit einem von den 5 Mikros bei dir klappt. Bis dann. Tschüssi.